Ich Dooftropf. There are no signs of Undine pursuit. Whatever the intent of the remaining Undine forces, it seems that they do not involve our dimension. As a Vulcan, I am not given to personal displays. Nonetheless, we have shared a deep connection. We will always carry a part of this experience with us. In a sense, you have become a portion of my mental defenses. Part of the ship and crew that define the most challenging aspects of my existence. Our shared effort has prevented another Undine invasion, and incidentally allowed me to retain my sanity. Your contributions are appreciated. I must advise Starfleet Command of these developments. I am sure we will speak again. Until then, I am confident that events in the Delta Quadrant are in capable hands. Live long and prosper. Auf Wiedersehen, Admiral. Okay, das System verlassen. Jetzt habe ich den Loot da liegen lassen. Das ist jetzt ärgerlich. Habe mich jetzt gerade ein bisschen geärgert. Nun gut. Eigene Doofheit. Kann man dazu nur sagen, ne? With Cooper gone, the Undine won't have a leader pushing them toward war with our forces. I wonder why he was so set on this conflict. We still don't know exactly how long Cooper had been replaced by an Undine, or if the original Cooper is still alive. Perhaps this Undine saw something during his time among us that convinced him that the only way to secure the safety of his people was to destroy ours. It wouldn't be the first time that's happened. Remember the Xindi attack on Earth in the 22nd century? They were told by the Sphere Builders that they had to destroy Earth to save themselves. It turned out that Sphere Builders were using the Xindi as a tool in their own destructive plans. We know the Iconians have manipulated the Undine. Maybe they were the ones pushing Cooper to attack. Wer weiß, ist vielleicht alles möglich. Ein fluider Antiproton-Intensivstrahl. MK8, das ist doch schon mal gut. Hello. Congratulations, You Captain. have time to look into something for me. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. 39. Our first task in the Delta Quadrant is a familiar one, helping a species to find a new home. A group of Galaxians living in the Entaba system are ready to move to a new homeworld nearby. Admiral Tuvok and Voyager have gone ahead to their main asteroid base to begin the preparations for the transition. The Admiral's requested your presence as well. You two work well together. I recommend you take advantage of his expertise. There's no one who knows more about the Delta Quadrant than he does. Ja, machen wir. Hello. Would you have... Okay. Autonavigation. Dann haben wir ein bisschen Zeit, uns einmal die Waffe anzugucken. Ja, die legen wir nicht gleich an. So, Vermögen. Delizium veredeln. Nein, da will ich nicht hin. So, vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen aktuelle Karte. Ja, planen wir mal hier. Und noch mal ein bisschen durchgucken hier. Was haben wir noch? Ungewöhnliche Mission. Können wir alles nicht machen. Hier nehmen wir die noch mal. Und die können wir auch noch mal nehmen. War es das aber auch schon? Ne, hier noch. Ändert sich ja ständig, weil wir ja immer durch andere Karten fliegen hier. In Arbeit sind schon mal 7. Inventar. Haben wir was grundsätzlich zu verkaufen? Nein. Schiffs-Upgrade-Gutschein. Aha. Wenn hier die hier kann ich nochmal da ransetzen. Haben wir nochmal 20 Stück. So. Fähigkeitspunkte kaufen. Ja, stopp! Anhalten. So, gucken wir mal. Aha, können wir noch nichts machen hier. Diese Fähigkeit erhöht die Menge an verfügbarer Sub für das Schildsystem. Energie für Schild-Subsysteme. Energie für andere erhöht die Menge. Jeder Energiepunkt in den Antriebssystem verbessert die Wenderate. Oh, das ist gut. Das ist gut. Was haben wir denn jetzt hier? Und Energie zu Antrieben, okay. Taktik. Angriffsmuster Omega. Okay, fangen wir die Mission mal an hier, ne? Wiedersehen. Wir haben das Entaba-System erreicht, Sir. Unsere Befehle lautet, uns mit Admiral Tuvok auf der Voyager zu treffen. Setze Kurs auf ihre Koordinaten. Jason! Oh nein!
Schnell, besiegen wir die Voyager Käse. is under attack by the Kazon. Engines are offline, requesting assistance. Die können die Käse wehren. Ein bisschen schwach. Die ganzen Voyager 7 Jahre lang hier haben die, was weiß ich nicht, für unzählige Feinde gekämpft. Jetzt schaffen die es nicht, 3 Käse-Rider zu besiegen hier. Ein bisschen trostlos, wenn man sagen. Thank you for your assistance. We were en route to the Galaxian base when we were ambushed by the Kazon. The damage is relatively minor, but my crew will require time to make repairs. However, I have a personal request. The leader of the Galaxian colony served with me on Voyager. Would you be willing to take me there? Selbstverständlich, Herr Tuvok. Sie können sich jederzeit herüberbeamen. This base is populated by Galaxians. My shipmate from Voyager, Neelix, joined them before they moved to this location. The Galaxians have been looking for a new homeworld for quite some time. And now they have found one. Neelix, jetzt treffen wir Neelix. The Alliance's history with the relocation of the Romulans will be invaluable in this process. Ach, sorry, Basisruf. Starfleet! Oh, what a thrill! It's so wonderful to see someone from the Federation again. It's been so long, and I keep in touch with my friends, but subspace isn't the same, and listen to me, I'm rambling on. My name is Neelix, and I serve as Starfleet's ambassador to the Delta Quadrant. Before that, I spent 7 years on the USS Voyager with Captain Catherine Janeway. Admiral Janeway. Sie wurde schon vor einiger Zeit befördert. Admiral Janeway? Of course! She certainly earned that promotion. My link to the Alpha Quadrant wasn't as strong as I wanted it to be, until the Janolan Dyson sphere opened a path straight to the Delta Quadrant. Now we get all sorts of news, but yours is the first ship to visit. I may make a trip to Earth myself sometime, sample the cuisine, but that will have to wait until after the colonization. I barely have a minute to myself anymore. There's just so much to do. Was die Kolonisierung Oh, angeht. you've come to help. How wonderful. But of course, Starfleet's always pitching in to help out, aren't they? Why, in all my years as ambassador to the Delta Quadrant, I've done everything I could to uphold the good name of the Federation. I don't always have the resources to do more than diplomatic visits, but we try to help out anyone we can, whenever we can. There are Alcompan ships out there right now. Did you know that? My people are helping them explore the stars. Ich bin mir sicher, dass die Föderation ihren Einsatz zu schätzen weiß. Aber können wir nun zur Kolonisierung zurückkommen? Ow, where are my manners? You must be tired and thirsty after your long journey. Come to the colony. We'll fix you right up. But if I could impose on you just for a small favor first. The Kazon Nestrum have been giving us a lot of trouble lately. We've constructed some shield generators to protect the base, but the Kazon keep knocking them offline, and all my shuttles are prepping for the colonization. Could you reactivate the shields for us? Natürlich, Neelix. Wonderful! Just fly to the generators and start the relaunch sequence. It will take them a few minutes to get up to full strength, but that shouldn't be a problem. After that, beam down to the colony. I'll start making some nice Leola root stew for you. Die 3 Schildgeneratoren reinitialisieren. Okay, kein Problem. Ah, Neelix, der alte Quasselkopf. Naja. Wir machen ja mal seine Aufgabe. In der Zwischenzeit werde ich euch wieder nerven mit Werbung. Ne, für unseren Kanal auf Ahnungslos TV. Ne, aber ihr dürft gerne ein Like hochgeben für Videos, die wir machen. Da freuen wir uns immer drüber. Ihr dürft auch immer gerne mal wieder Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas so habt, was ihr besser machen könnt oder wie auch immer. Ja, ansonsten natürlich abonnieren, ist ja ganz klar. Abonnieren, abonnieren, abonnieren und fleißig unsere Videos schauen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit Star Trek Online und jetzt machen wir funktionstüchtigen Schildgenerator wieder fertig. Ah, okay. Ab zum nächsten. Beschädigter Satellit. Na, jetzt.
Reparatur abgeschlossen, Sir. Die Käserin konnte die EPS-Leitung überladen, aber ich konnte die Energie über sekundäre Relais umleiten. Relais. Hey, funktionstüchtigen Schildgenerator reparieren. Mal los. Damit sind alle Satellitenreparaturen abgeschlossen, Sir. Schildsysteme sind funktionsbereit. Gute Arbeit. Neelix ruft. Thank you so much for your assistance. You may beam down to our base at your leisure. Oh, and speaking in my formal capacity as permanent ambassador, welcome to the Delta Quadrant. Vielen Dank, Neelix. Runterbeamen. Wie aufregend, Delta Quadrant. So good to meet you in person. View screens are so impersonal, don't you think? May I shake your hand? If memory serves, that's how. Mr. Vulcan? Is that you, Tuvok? Indeed. It is agreeable to see you again, Neelix. What a wonderful surprise. Come, my friends, we have so much to discuss. Neelix und Tuvok. Ja, die beiden, ein Herz und eine Seele. You look well, Neelix. In Wirklichkeit sind das doch richtig dicke Freunde. As do you. Family, children. Being here has changed me for the better. Oh, die sind Indeed. This colony is an improvement on your previous home. Twice as large and completely updated. You should see the kitchen. But you still seek a new homeworld? Of course, children need sun and open skies. A place to put down roots. Was jetzt? What was that? So, sobald sie zur Basis gelangt sind, sind die Käsen zurückgekehrt. Wir haben sie vertrieben, doch bevor sie geflohen sind, ist ihnen ein Glückstreffer auf die Basis gelungen. Die Sensoren zeigen an, dass die Struktur im Kommandodeck bestätigt wurde. Bestätigt. Lassen Sie mich wissen, falls die Käser zurückkehren. The operations bay? Dexter was in there! Oh nein, schnell hin! Hoffentlich ist weiter nichts passiert hier. Ja, ein Haufen Schrott und Trümmer sind hier. Aber sonst sieht das alles doch aus. Dexter's trapped! Please, do something! Ja, wir helfen! Ja, so macht man das Dexter's a also. little dizzy, but she'll be fine. I have to stay with her, though. I'm afraid I must impose on your kindness again. Several of our systems were damaged in the attack, and I can't help fix them just now. Natürlich werde ich helfen, Neelix. Was kann ich tun? Several of our systems are malfunctioning. Our communications, environmental controls, engineering, and the controls for the crane loading our ships all have been damaged. Ich helfe gern. Kümmern Sie sich um Dexter. Na gut, gucken wir mal an, was hier so Phase ist jetzt. Konsole funktionstüchtig machen. Das machen wir. Gut, Nummer 1. Ganz schön verstaubt hier. Schrecklich. Ah. Aber wir können uns bald ein neues Schiffchen aussuchen. Warte, war hier was aufgeploppt? Nein. Wir können uns bald ein neues Schiffchen aussuchen. Ist das nicht herrlich? Ja, das ist total herrlich. Ih, was ist das? Noch mehr. Energie umleiten. Elektroplasma. Flussrate der Elektroplasmas ändern. Isolinear Chipmatrix angleichen. Dieses Mini-Rätsel. Defektersicherung ersetzen. Konsolenreparatur abgeschlossen. Okay, jetzt muss ich hier hin, oder?
Da runter wahrscheinlich. Den beschädigten Kran. Da oben ist der Kran.